Hallo, ich hatte diese Woche wunderschönes Wetter draußen, ganz tolles Frühlingswetter und deswegen habe ich sehr viel draußen erledigt, sowohl Gartenarbeit als auch Streichen, Holzschutz, Fassadenfarbe, alles habe ich diese Woche draußen verteilt. Deswegen habe ich nicht so viel Zeit, ein Video zu machen, aber ganz ohne Video wollte ich jetzt auch nicht ins Wochenende gehen, weil es ist ja immer schön, freitags was Neues hochzuladen. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich mal kein bestimmtes Thema oder Aquarium bearbeite, weil das immer sehr viel Arbeit mit dem Schneiden und der Vorbereitung ist, sondern ich erzähle euch einfach mal Aquarium für Aquarium, was bei mir der aktuelle Stand ist, was sich in den einzelnen Aquarien getan und verändert hat und vor allem mit welchen Problemen ich mich diese Woche rumgeschlagen habe, weil ich hatte leider ein Problem mit der Wasserchemie in meinem Gesellschaftsaquarium und das will ich euch gleich mal als erstes erzählen. Dieses Aquarium betreibe ich ja den Salmlern, die sich darin befinden, zuliebe, mit etwas weicherem Wasser, was ich dadurch bewerkstellige, dass ich eine kleine Umkehrosmoseanlage habe und beim Wasserwechsel das Leitungswasser immer mit Osmosewasser verschneide, um eben die Wasserhärte und den pH-Wert auf einen Wert abzusenken, der für alle Bewohner des Gesellschaftsaquariums in einem akzeptablen Bereich ist. Das ist bei mir in diesem Aquarium eine Carbonathärte von 9 bis 10 so ungefähr, ein pH-Wert von 7,4, 7,5, was für also einige der Neonsalmler, die sich darin befinden, schon etwas im höheren Bereich ist, aber die kommen damit durchaus gut zurecht. Und das hat auch sehr lange sehr gut funktioniert. Aber vor ungefähr einer Woche ist mir aufgefallen, als ich in das Aquarium geschaut habe, dass meine schönen orangen Posthornschnecken plötzlich Gehäuseschäden aufweisen. Das kann man daran sehen, dass die Gehäuse eben nicht mehr dieses schöne durchgehende Orange besitzen, sondern weiße Flecken auf den Häusern erscheinen. Das kann ich euch gleich auch noch mal zeigen, wenn ich mit der Kamera ein bisschen näher an die Aquarien rangehe. Ja, daraufhin habe ich mir mal wieder einen neuen Tröpfchentest für die Carbonathärte besorgt. Der war aus. Und war etwas schockiert, als ich dann alle Aquarien durchgemessen hatte, dass sich dieses Becken bei einer Carbonathärte von 2 befindet. Was natürlich für das, was ich anstrebe, komplett ungeeignet ist. Also 2 ist zwar völlig in Ordnung für die Salmler, die ich da drin habe. Die haben das sehr wahrscheinlich ziemlich genossen, aber nicht für die Schnecken und die Guppies und Platis, die eben etwas mehr Calcium und Magnesium benötigen und deshalb eben auch eine entsprechend etwas höhere Wasserhärte präferieren. Ja, dann bin ich in mich gegangen und habe lange rumgerätselt, woran das denn liegen könnte, dass mir die KH plötzlich so abgestürzt ist. Und bin dann drauf gekommen, das habe ich selbst verursacht, in meiner großen Freude darüber, dass ich vor einigen Wochen 2 Panzerwelsbabys in diesem Becken entdeckt habe ich dann als stolze Mutti beschlossen, ich werde ein paar mehr Bodentabletten füttern, um das Wachstum dieser beiden Babys zu unterstützen, um sicherzugehen, dass die auch wirklich genug Futter finden. Normalerweise gebe ich bei der morgendlichen Fütterung 2 in kleinere Teile gebrochene Bodentabletten rein und da stürzen sich die Panzerwälse auch immer ganz glücklich drauf. Und ich habe das eben ergänzt, indem ich abends nochmal 2 weitere Welstabletten ins Aquarium getan habe. Und darüber haben sich offensichtlich leider nicht nur die Panzerwälse sehr gefreut, sondern eben auch die Posthornschnecken, weil alles, was am Boden liegt, wird sofort von den Schnecken konsumiert. Und damit habe ich leider eine kleine Posthornschnecken-Explosion ausgelöst. Also die haben sich offensichtlich in diesem Becken sehr gut vermehrt. Und mehr Schnecken bedeutet auch, dem Wasser wird mehr Calcium und Magnesium durch die Schnecken entzogen, weil die das in ihre Gehäuse einbauen. Die brauchen das eben dringend.
Das hatte ich schon mal beobachtet bei meinem kleinen Babybecken, in dem ich auch gut füttere, weil sich da eben nur Babyfische drin befinden. Da hatte ich auch irgendwann mal festgestellt, huch, wieso ist denn, obwohl ich dasselbe Wechselwasser für alle Aquarien benutze, in diesem Becken die GH und die KH deutlich niedriger als in anderen Becken, und bin dann eben auch relativ schnell drauf gekommen, dass das an der doch sehr guten Posthornschneckenpopulation liegt, die sich in diesem Becken eben wegen der guten Fütterung besser vermehrt hatten als in anderen. Was ich schon echt erstaunlich finde. Also das sind ja so kleine Tiere, aber offensichtlich können die Wasserhärte drücken mit ihrem Bedarf. Ja, das mit der Carbonathärte bei 2, das konnte so natürlich nicht bleiben. Also erstens mal möchte ich, dass die Schnecken ihre Gehäuseschäden wieder reparieren, und dann, wie gesagt, eben auch für die Platis und die Guppies. Für die ist das auch nicht ideal. Ja, daraufhin habe ich dann erstmal Wasserwechsel gemacht und habe diesmal beim Wasserwechsel also eben deutlich mehr von meinem Leitungswasser beigegeben und weniger Osmosewasser. Gar kein Osmosewasser wollte ich nicht machen, weil plötzliche Veränderungen der Werte viele Aquarienbewohner nicht so gut wegstecken. Also das wollte ich alles behutsam angehen, und habe dann danach nochmal gemessen, und da hatte ich dann wieder eine Carbonathärte von 9, womit ich dann erstmal zufrieden war. Allerdings habe ich dann beschlossen, da bleibe ich dran, und habe das 2 Tage nach dem Wasserwechsel nochmal gemessen. Und wie ich schon fast vermutet hatte, ist die Carbonathärte innerhalb dieser 2 Tage schon wieder gesunken, und zwar von 9 auf 7. Dann dachte ich erst, oh je, musst du jetzt wirklich alle 2 Tage Frischwasser beigeben, um das Ganze stabil zu halten. Aber dann ist mir zum Glück eingefallen, ich habe hier noch eine Packung Aufhärtesalze da, also so ein GH-KH Plus Produkt. Das ist so ein Pulver, was eben durch den darin enthaltenen Magnesium- und Calciumanteil die Carbonathärte erhöhen kann im Aquariumwasser. Also habe ich das eben passend auf die 126 Liter Wasser, oder also ich rechne dann immer eher so mit 110 Liter, weil der Bodengrund, die Pflanzen, die Deko nehmen da auch ein bisschen Platz weg, dosiert, und werde da jetzt eben auch weiter dran bleiben und das immer wieder messen und versuchen, diesen Wert recht konstant zu halten. Ja, was ich also erstmal eingestellt habe, ist direkt diese zusätzliche Fütterung der Panzerwälse. Ich glaube, das ist auch gar nicht nötig gewesen. Also in dem Moment, als ich die beiden Babys entdeckt hatte, da waren die ja schon aus dem Gröbsten raus. Da war der eine ungefähr 2 cm groß und der andere schon 2,5. Also war das wahrscheinlich sowieso übertriebene Mutterliebe, zu sagen, die brauchen jetzt eine zusätzliche Fütterung. Aber naja, aus Fehlern wird man klug. Ja, wie gesagt, das war so das eine, was diese Woche mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Und was ansonsten noch in meinen Aquarien los ist, das zeige ich euch jetzt mal. Meine 3 Fensterbank-Aquarien, da die sich ja an einem nach Süden ausgerichteten Fenster befinden, werden jetzt tagsüber nur noch von Sonnenlicht oder Tageslicht beleuchtet, je nachdem wie die Wetterlage so ist. Weshalb ich ihnen jetzt für den Sommer schwarze Rückwände spendiert habe. Also die habe ich einfach kurz entschlossen mit selbstklebender schwarzer Folie beklebt, um einfach zu verhindern, dass die Rückscheibe und auch die Frontscheibe zu sehr vergrünt, sage ich mal, weil durch das einfallende Sonnenlicht kann das eben passieren, dass dann auf den Scheiben so kleine Algenpopulationen anfangen zu wachsen. Das Licht, was jetzt von oben und von der Seite in diese Aquarien einfällt, das ist also absolut ausreichend für die Beleuchtung tagsüber und für den Pflanzenwuchs. Und mit den schwarzen Rückwänden verhält sich das eben auch so, dass ansonsten keine Algen wachsen oder nicht mehr Algen als im Herbst und im Winter auch wachsen. Ich hoffe, ich kann euch jetzt ein bisschen was zeigen in den Aquarien. Wenn da die Sonne so reinscheint, dann ist das natürlich immer ein bisschen problematisch mit den Reflexionen. Aber ich versuche das hinzubekommen.
So, ich fange mal von links nach rechts an. Also das hier ist mein 60 Liter Becken, in dem sich jetzt aktuell nur noch Guppimännchen befinden und ein Haufen Retzakura-Garnelen. Die Veränderung, die sich hier ergeben hat, betrifft das rosanervige Papageienblatt. Meine einzige Stängelpflanze, die ich überhaupt noch pflege in allen meinen Aquarien. Das habe ich diese Woche sowohl in diesem Aquarium als auch in dem nebenan komplett rausgerodet, weil diese Pflanze einfach, das hatte ich schon länger festgestellt, bei meinen höheren pH-Werten und höheren Härtegraden nicht gut gedeiht. Und da kann man dann rumtödeln mit Dünger und alles Mögliche probieren. Aber letztendlich bin ich auch unter Wasser immer ein Fan von standortgerechtem Gärtnern. Und wenn eine Pflanze dauerhaft mit den Bedingungen, die ich ihr eben bieten kann, nicht klarkommt, dann muss sie weichen. Und dann weiche ich eben auf Pflanzen aus, die mit dem, was sie in meinen Aquarien vorfinden, an sich gut wachsen und gut klarkommen. Ja, die Lücke, die sich da ergeben hat, so etwa in der Mitte des Aquariums, die habe ich dann erstmal mit einer Anubias Nana Petit gefüllt. Aber langfristig gesehen habe ich mir einen Herzenswunsch erfüllt, den ich schon lange hege, und habe mir eine Echinodorus kleiner Bär für dieses Aquarium bestellt. Die ist noch nicht angekommen und die wird auch so schnell nicht in das Aquarium einziehen. Da ich ja in allen Aquarien Zwerggarnelen pflege, wird die erstmal in einen Eimer wandern und unter häufigem Wasserwechsel ein paar Wochen in diesem Eimer unter Beobachtung bleiben. Das liegt daran, dass der Händler mir nicht garantieren konnte, dass diese Pflanze garnelensicher ist, weil wenn die aus Gärtnereien kommen, die neu gekauften Aquarienpflanzen, die bestimmte Pestizide benutzen, dann geben die noch eine ganze Weile lang, also wir reden hier von Wochen, 3 bis 4 Wochen mindestens, Pestizide und auch Düngemittel ans Wasser ab, die man nicht im Aquarium drin haben möchte, weshalb die eben, wie gesagt, erstmal eine ganze Zeit lang gewässert und beobachtet werden wird, bevor sie einziehen kann. So, ein Aquarium weiter. Hier hat sich auch eine, oh je, jetzt sieht man mich mehr als das Aquarium. Naja gut, es hilft nichts. Hier hat sich auch eine kleine Veränderung ergeben. Ich habe beschlossen, meine Guppiweibchen-WGs noch einmal etwas umzusortieren. Habe aus diesem Becken hier alle großen, ausgewachsenen Guppiweibchen rausgefangen und in mein großes Becken gesetzt, in mein 110 Liter Becken. Und hier drin sind jetzt die Entlerweibchen, die noch nicht ganz ausgewachsenen Guppiweibchen und ein ganzer Haufen Guppibabys. Und noch ein Aquarium weiter. Oh, Entschuldigung für die Geräusche, ich habe hier meinen Hocker, den ich mitschleppe. Noch ein Aquarium weiter. Das ist die Entler Männer WG. Das ist das Aquarium, in dem sich eigentlich gar nichts verändert hat. Also den Entlern geht es weiterhin super. Die leben jetzt auch mit einem ganzen Haufen Babys zusammen und alles wächst und gedeiht. Und ist jetzt gerade von der Sonne so etwas schräg von oben beleuchtet, weil die noch nicht ganz im Zenit steht. Deswegen ja, hatte ich schon befürchtet, ist das mit dem Filmen etwas schwierig. So, gehen wir mal weiter zu meinen Gesellschaftsbecken. Also hier, wenn ich so von der Seite reinfilme, das hat jetzt auch gerade Sonnenlicht, kann man ganz gut sehen, in diesem Becken mit dem weicheren Wasser, da wächst das rosanervige Papageienblatt wirklich sehr, sehr zufriedenstellend. Oh ne, so sieht man gar nichts. Okay, dann so. Das bekommt hier, wie man sieht, auch etwas Sonnenlicht ab. Das scheint der Pflanze aber sehr gut zu tun. Das scheint sie zu genießen. Und sie hat eben diese schönen großen Blätter mit der hübschen Aderung. Und das war leider in den beiden Aquarien, in denen ich sie weggerodet habe, eben nicht mehr so. Da waren die Blätter eher klein und verkrüppelt und zerlöchert und sind nicht so richtig gut gewachsen. So, jetzt schaue ich mal, ob ich euch
so eine Schnecke zeigen kann. Ah ja, hier, bei dieser hier kann man das. Oh Gott, die Sonne. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also die Schnecken, die jetzt hier an den Scheiben rumkriechen, die haben auf jeden Fall so ein bisschen weißliche Verfärbungen in ihrem Gehäuse. Und das ist eben der Mineralstoffmangel, gegen den ich jetzt aktuell gerade versuche, in diesem Aquarium was zu unternehmen. Ja, ansonsten geht es den Fischen hier prächtig, meinem Gesellschaftsaquarium. Die sind alle putzmunter und machen mir Freude. So, einmal weiter zu meiner anderen Guppiweibchen-WG. Hier habe ich diese Woche also den Echinodoris gut um die Hälfte reduziert von der Blattmasse her. Der war also so gut gewachsen, dass das ganze Aquarium im Dunkeln lag und die Fische auch nicht mehr viel Platz zum Schwimmen hatten. Die haben sich hier vorne, erschreckt euch doch nicht so, hier vorne in diesem Bereich nur noch bewegt, weil hier praktisch das einzige Freiwasser noch übrig war. Und jetzt, nachdem ich da eben einen Eimer Blattmasse rausgeholt habe, sind die wieder schön den ganzen Tag um die ganze Pflanze im Aquarium unterwegs und haben wieder mehr Schwimmraum. Mein Wassernabel, der ist ganz gut durchs Aquarium gewandert, ist mittlerweile hier vorne an der Frontscheibe angekommen und macht hier also zu meiner großen Freude ordentlich Ausläufer. Ja, und ansonsten finde ich das jetzt auch sehr harmonisch und schön besetzt, das Becken, nachdem hier die ganzen großen, hübschen Guppiweibchen eingezogen sind, die eben noch ein bisschen mehr Farbe reinbringen, als das vorher gewesen ist. Gefällt mir das sehr gut. Mein kleiner Groot und seine Baby-Guppies, die sind auch alle putzmunter. Da habe ich vor 14 Tagen schon mal so halbwüchsige Guppies rausgefangen und nach Männchen und Weibchen sortiert, in die anderen Aquarien umgesetzt. Und jetzt sind da schon wieder welche dabei, bei denen man also das Geschlecht auch schon wieder gut erkennen kann. Also werde ich da bald mal die nächste Runde machen. Und ansonsten habe ich hier an Pflegemaßnahmen eigentlich nur Groots Frisur einmal rausgenommen und ihm einen neuen Haarschnitt verpasst, weil das Stringimoos, das fühlt sich in diesem Aquarium auch sehr wohl und nimmt dann doch etwas zu viel Raum ein, wenn man ihm die Haare nicht regelmäßig schneidet. In meinem Arbeitszimmer steht jetzt zusätzlich zu meinem Entlerbecken noch ein kleines 3 Liter Kunststoffbecken, das ich im Moment als Quarantäne-Aquarium benutze. Und der kleine Fisch, der sich darin befindet, lässt sich jetzt natürlich gar nicht blicken, weil ich ihm hier so 2 Walnussblätter spendiert habe und unter denen versteckt er sich den ganzen Tag. Es ist einer meiner SP-Keilfleckbärblinge aus dem Gesellschaftsaquarium, der eine Verpilzung hat an der Seite seines Körpers. Das kann von einer Verletzung herkommen, die sich eben mit Pilzsporen infiziert hat. Das kann aber bei meinen Keilfleckbärblingen auch einfach altersbedingte Schwäche des Immunsystems sein, dass so Pilzsporen sich dann quasi opportunistisch an den Fisch anhaften. Das passiert leider gerne mal bei den sehr, sehr alten Fischen, dass das Immunsystem eben schwächer wird und die dann irgendwas entwickeln. Aber ich habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht, den Kleinen rauszufangen und habe da eben außer dem Heizer, damit das Wasser schön warm bleibt, und dem Sprudelstein und den Walnussblättern auch noch ein Breitbandmedikament zugegeben, das hoffentlich eben auch die Verpilzung erwischt und dezimiert. In so einem kleinen Becken, wenn man das als Quarantänebecken benutzt, ist natürlich keinerlei Beckenbiologie vorhanden. Das wird ja dann auch wieder abgebaut, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Deshalb lasse ich das also nicht die ganzen 7 Tage, die die Behandlung dauern soll, mit demselben Wasser stehen, sondern mache nach der Hälfte der Zeit mal einen kompletten Wasserwechsel und dosiere das Medikament eben neu ins Wasser,
Was nicht weiter wild ist, das sind 3 Tropfen. Also das kann man auf jeden Fall der Wasserqualität zuliebe tun. Aber solange so ein Fisch hier gegen Krankheiten behandelt wird, fütter ich den natürlich auch nicht total übertrieben, ne? Damit sich in diesem kleinen Wasservolumen eben keine schlechte Wasserqualität bildet. Und erfahrungsgemäß haben die sowieso auch nicht so arg viel Hunger, während sie sich in Behandlung befinden. Ja, ich bin mal gespannt, wie es mit dem Kleinen weitergeht. Ob das mit der Verpilzung mit dem Mittel geheilt werden kann. Ansonsten müsste ich dann für ihn vielleicht mal ein Medikament kaufen, was etwas spezieller auf das Problem wirkt als mein Breitbandmittel. Ja, dann habe ich hier im Arbeitszimmer noch meinen Garnelenkübel immer noch rumstehen. Der ist immer noch da. In dem haben sich meine beiden Echinodorus-Ableger also wie verrückt ausgebreitet. Die nehmen jetzt praktisch den ganzen 60-Liter-Kübel ein. Die werde ich auf jeden Fall demnächst mal in den Kleinanzeigen inserieren, in der Hoffnung, dass irgendwer in der Gegend ein schönes großes Aquarium hat, wo er ihnen entsprechend viel Platz bieten kann, dass die sich also weiter entfalten können. So, das war es auch schon für heute. Ausnahmsweise habe ich mich mal kurz gefasst. Das ist doch auch mal schön. Ja, ihr seht ja, was da draußen bei mir los ist. Wunderschönes Wetter. Die Tulpen fangen an zu blühen, die Narzissen sind auch soweit. Und da ich nicht nur eine begeisterte Unterwasser-, sondern auch eine begeisterte Überwassergärtnerin bin und auch einen großen Garten habe, den ich alleine pflege, werde ich jetzt das Video ruckzuck schneiden und hochladen und dann geht es schon wieder ab in meinen Garten zum in der Erde buddeln. Also macht's gut.